schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute ein ganz tolles Rezept und zwar zeige ich euch heute Mondschnecken. Das sind eine meiner liebsten Gebäcke überhaupt. Wobei, wie Mondschnecken schauen sie gar nicht aus, sondern eher wie so Mondtaschen. Und wie die funktionieren, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dafür einen Hefeteig. Meinen Hefeteig, den habe ich schon so oft benutzt, deswegen zeige ich ihn euch jetzt hier nicht. Unten in der Infobox, das heißt unter dem Video, ist ein Grundrezept. Dann für die Füllung 2 Mondback, ein Ei, eine Handvoll gehackte Haselnüsse und als Guss 100 Gramm Puderzucker und etwas Saft einer halben Bio-Zitrone. Und was ich noch vergessen habe, ihr braucht dann nochmal ein Ei, um das Ganze einzupinseln. Ja, und dann geht es auch schon los. Hier habe ich meinen Hefeteig, der ist richtig schön aufgegangen. Den müssen wir jetzt noch einmal kurz durchkneten. Wie gesagt, das Rezept dazu findet ihr unten in der Infobox oder auf meiner Website www.alexandrasfoodlounge.com. Hier seht ihr, wie schön fluffig der ist. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Rezept. Ja, der kommt jetzt auf die Arbeitsfläche. Einfach drauflegen. Wenn er jetzt ein bisschen klebt ist, macht überhaupt nichts, denn wir geben ja dann noch ein bisschen Mehl dazu und dann wird das alles sehr schön geschmeidig. Nochmal mit den Händen kräftig durchkneten. Ich mache das immer so, ich knete immer von innen nach außen, so dass man so richtig schön Luft hineinknetet und dann wird das so richtig schön fluffig. Den Teig müssen wir jetzt zu einem Rechteck ausrollen und zwar würde ich sagen so eine Blechgröße, so ungefähr 40 x 30 cm. Den lassen wir dann kurz liegen, dann geht es weiter mit der Füllung, die ist ganz, ganz einfach. Ich habe hier jetzt einen Mondback genommen, ihr könnt auch einen machen, dazu habe ich auch ein Rezept, das ist ebenfalls unten in der Infobox, also das heißt unterm Video ist ein Link, da kommt ihr zum selber gemachten Mondback hin. Ja, da habt ihr jetzt gesehen, ich habe ein Ei noch mit rein und Haselnüsse, da könnt ihr ehrlich gesagt so viel reingeben, wie ihr wollt, ihr könnt sie auch weglassen, ist kein Muss. Das Ganze wird verrührt, damit es so richtig schön cremig wird. Also alles etwas geschmeidiger, damit es sich besser verstreichen lässt. Und dann können wir auch schon unseren Hefeteig einstreichen damit. Das geht eigentlich auch sehr einfach. Diese Creme, oder besser gesagt, diese Füllung ist ziemlich fest. Das lässt sich wunderbar verstreichen, ohne dass es irgendwie ein Geschmiere gibt oder ein Geklebe. Das Einzige, was ihr machen müsst, wie bei jedem anderen eigentlich auch, am Rand so guten Zentimeter Platz lassen, also nicht mit Füllung bestreichen. Wenn das Ganze eingestrichen ist, dann einfach von unten nach oben aufrollen zu einer Schnecke. Und schaut auch, dass es richtig schön eng wird. Das geht wirklich sehr einfach mit dieser Füllung. Und dann nach oben. Ist schön gleichmäßig, dass sie auch gleich dick werden. Auf beiden Seiten. Ja, also ich war mega begeistert davon. Das ist echt ein toller Teig, muss ich nochmal sagen. Jetzt geht es ans Schneiden. Den Anfang schneide ich weg. Wie ihr sehen könnt, hat sich das alles ein bisschen nach außen gedreht. Aber das muss man nicht wegschmeißen. Das habe ich mitgebacken und es war dann eine richtige Schnecke. Also es sieht hier schon richtig toll aus. Also ja, ich bin einfach nur begeistert. So, jetzt müsst ihr weitere Schnecken schneiden. Und zwar habe ich meine 4 cm dick gemacht. Das ist ziemlich dick, muss ich sagen. Die werden dann auch richtig groß und so mag ich es aber. Ihr könnt es aber auch etwas kleiner machen, aber ich rate nicht kleiner als 2,5 cm, weil ich glaube, das wird dann fast schon ein bisschen zu eng. Ja, das machen wir jetzt mit dem ganzen Strunk oder mit dem ganzen Strang. 4 cm dicke Schnecken abschneiden. Was auch noch wichtig ist, immer das Messer nach jedem Schneiden sauber machen, denn sonst saut er den ganzen Teig ein. Am besten markieren und dann in einem Zug durchschneiden. Wichtig ist auch noch, dass ihr ein scharfes Messer habt, dass ihr nicht so drin mit Gewalt rumsägen müsst, weil sonst quetscht ihr das alles zusammen und dann wird es nicht mehr schön. Dann holt ihr ein Backblech mit Backpapier und die werden jetzt nicht draufgelegt, sondern draufgestellt. Also so wie ein Schneckenhaushalt hinstellen. So, und jetzt kommt das Wichtigste, damit die so richtig schön groß werden. Ich habe hier einen Kochlöffel und da drückt er jetzt einfach in die Mitte so lange rein, bis sie sich oben wieder treffen.
Also die beiden Seiten. Ganz einfach. Dürft auch ein bisschen Druck ausüben, aber nicht zu arg, nicht, dass es euch zu arg rausquetscht. Und die sehen doch jetzt schon richtig cool aus, oder? Schaut euch das an. Also ich muss wieder sagen, ich war mega begeistert. Also die waren auch wirklich total lecker. Richtig schöne Mondschnecken. Bevor wir sie backen, müssen wir sie noch kurz mit einem Ei einpinseln. Das verquirlen wir einfach. Und dann wird es auf die Schnecke gepinselt. Und zwar alles, auch am Mond. Bloß da ein bisschen aufpassen, dass er das nicht so arg verschmiert. Das dürft ihr jetzt bei jeder Schnecke machen. Und dann kommen sie bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für 20 bis 30 Minuten in den Ofen. Und nach dem Backen sahen sie so aus. Also die sind unheimlich in die Breite gegangen. Beim Drauflegen bitte Platz lassen. Und die dürfen jetzt komplett auskühlen. Wer mag, kann sie auch so schon essen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass eventuell statt Zuckerguss, was jetzt dann kommt, noch Schokolade vielleicht. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Für den Zuckerguss einfach Puderzucker in eine Schüssel geben und ich nehme dann immer Zitronensaft, denn der Puderzucker ist ja ziemlich süß und durch den Zitronensaft macht es da ein wenig so eine leichte Säure rein. Ja, und dann einfach über die Schnecken drüber, egal wie ihr wollt. Ihr könnt sie bepinseln damit oder so wie ich einfach Streifen machen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt oder wie es ihr am liebsten habt. Ja, den Zuckerguss dann noch trocknen lassen. Und dann sind mega gute, leckere Mondschnecken, Mondtaschen, Mohnhörnchen, egal wie sie heißen, fertig. Und da ist so viel Mond drin und das liebe ich ja. Also bei mir müssen bei den Mondschnecken ganz viel Mond drin sein. Und das ist hier der Fall. Also die sind wirklich lecker. Wer Gebäck mag, der wird es lieben. Ihr könnt übrigens auch statt Mond eine Haselnuss oder eine Nussfüllung nehmen. Und hier seht ihr das. Oh, einfach herrlich. Gerade dieses in der Mitte, dieses Weiche. Das ist so lecker. So soll es einfach sein. Ja, das war es dann auch von mir. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.